werde endlich die Verantwortung übernehmen für das, was ich getan habe. Du machst doch jetzt keine Dummheiten. Im Gegenteil. Ich tue endlich das Richtige. Vertrau mir einfach. Es zerreißt mich, dass sie nicht ehrlich sein kann. Denn dann müsste ich Julia sagen, dass ich die Stärke, die sie von mir fordert, vielleicht nicht besitze. Du hast nichts verstanden. Doch, deshalb wollte ich die Aufnahmen doch vernichten. Warum hast du es dann nicht getan? Ich hab's vergessen. Ich will dich nie wiedersehen. Ich gehe sie jetzt suchen. Komm. Wen geht ihr suchen? Helena, ich habe vorhin mit ihr telefoniert. Sie war irgendwie komisch. Trauerfeier fängt gleich an. Da bist du ja. Du bist ja noch nicht mal umgezogen. Ich hatte noch was Wichtiges zu tun. Wichtiger als Philipps Trauerfeier. Ich war bei der Polizei. Was? Was ist passiert? Ich habe mich selbst angezeigt. Ich habe Philipp überfahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Es war ein Unfall. Ich habe ihn nicht gesehen. Und als ich dann gemerkt habe, was passiert ist, dann bin ich einfach weitergefahren. Ich habe euch alle angelogen. Es tut mir leid. Entschuldige, ich hatte geklingelt. Niemand hat aufgemacht. Ich habe nichts gehört. Julia, warum gehst du mir aus dem Weg? Ich habe viel zu tun. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Was haben wir geklärt? Dass wir unsere Gefühle füreinander im Griff haben. Julia, wir haben die Chance, Bruder und Schwester zu sein. Diese Chance sollten wir nutzen. Und warum sagst du mir nicht, was du wirklich denkst? Ich habe dich gehört, wie du gebetet hast. Ich weiß, dass du genauso unsicher bist wie ich und dass du auch Angst hast, dass alles wieder so wird wie früher. Julia, Wir dürfen uns nicht wiedersehen, Jan. wie stellst du dir das vor? Ich will, dass du die Insel verlässt. Stand unter Schock. Es spielt keine Rolle, ob sie unter Schock stand oder nicht. Sie hätte sich stellen müssen. Wie heißt es doch so schön, wer im Glashaus sitzt? Ich habe niemanden über den Haufen gefahren und einfach liegen lassen. Glaubst du, das ändert irgendetwas? Selbst wenn sie direkt nach dem Unfall unter Schock stand. Sie hatte doch 24 Stunden Zeit, sich zu stellen. Warum hat sie das denn nicht gemacht? Du hast das verhindert? Ja? Natürlich. Der Gremiumsvertrag stand gerade an.
Da redest du immer davon, die Familie geht vor, die Firma geht vor, trifft es wohl eher. So viel zum Thema Familienzusammenhalt. Helena fährt Nikos Mann über den Haufen und das Ganze wird schön unter den Teppich gekehrt, nur damit er Geld... Es reicht! Ihr habt Helena nicht gesehen, kurz danach. In erster Linie musste ich sie schützen. Ja, ich habe auch an die Firma gedacht. Denn wenn Helena Nico die Wahrheit erzählt hätte, Wäre das Gremium geplatzt? unsere Firma stand kurz vor dem Ruin. Ich musste eine Entscheidung treffen und das habe ich getan. Was ist mit Nico? Was hätte sich geändert, wenn ihr es gewusst hättet? Was hätte sich für Nico geändert? Ich verstehe das doch immer wieder, zu besonderen Anlässen diese besondere Stimmung aufkommen zu lassen. Danke, Helena. Ohne deine Unterstützung die letzten Monate, ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten hätte. Ich weiß, du willst das jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber du hast immer das Richtige im richtigen Moment gesagt. Na, wie fühlst du dich? Furchtbar. Aber auch irgendwie leichter. Jetzt muss ich es nur noch Nico sagen. Wenn du noch länger hin und her läufst, wird mir ganz schwindelig. Also ich habe hier meine Aufgabe gefunden. Meine Tochter ist hier. Also ich meine, ich fühle mich hier wohl. Julia hat überreagiert. Wir drei haben uns doch erst vor kurzem wiedergefunden. Nach all den Jahren. Ich will, dass wir endlich eine Familie sind. Ja, also wir waren nie eine Familie. Willst du Mallorca verlassen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich will aber, dass es Julia gut geht. Dann gib ihr Zeit. Julia hat Angst, dass alles wieder hochkommt. Das ist doch verständlich. Ist irgendetwas passiert, von dem ich nichts weiß? Ach, nein. Auf der Wanderung, da habe ich ihre Hand genommen, damit sie nicht stolpert. Da habe ich vergessen, sie wieder loszulassen. Wir beide haben das erst nach einer ganzen Weile gemerkt. Jetzt sag bitte nicht, dass das normal ist, wenn Bruder und Schwester Hand in Hand spazieren gehen. Sie ist genauso unsicher wie ich. Ich habe auch Sorge, dass wir es diesmal wieder nicht schaffen. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Die Angst, die sie in sich trägt. Die Angst, die sie dazu verleitet, Ricardo eine Lebenslüge nach der anderen aufzutischen. Es würde so viel verändern, wenn sie einfach offen reden würde. Wenigstens mit mir. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass es überhaupt nichts bringt, wenn man sich selbst belügt. Ich kann stark genug sein für uns beide, aber ich will nicht so tun, als würde es mich nichts kosten. Aber das ist doch ein gutes Zeichen. Ihr beide habt aus der Vergangenheit gelernt. Ihr werdet nicht dieselben Fehler machen. Ihr seid vorsichtiger. Aber du musst noch mal mit Julia reden. Ich weiß, ihr könnt das klären. Was ist eigentlich los mit dir? Normalerweise hängst du mich nach 2 Bahnen locker ab. Manchmal muss man Männer gewinnen lassen, sonst leidet ihr Ego. Oh, danke. Jetzt geht's mir schon viel besser. Aber jetzt mal ehrlich. Wo warst du in deinen Gedanken? Timo, willst du heute Abend mit uns grillen? Hä? Ich habe keine Ahnung, wann ich nach Hause komme. Eigentlich wollte ich nur das Strandzeug abholen. Soll ich dich zum Strand fahren? Danke, das kriege ich alleine hin. Du kannst Leonie gern mitbringen. Oder Emilio oder beide. Ehrlich gesagt will ich das den beiden nicht antun. Also eigentlich dachte ich, wir wären schon einen Schritt weiter. Ey, bloß weil ich einmal mit euch an einem Tisch gesessen habe, heißt das nicht, dass ich jetzt einen auf heile Familie machen will, ja? Das Gespräch war ein Anfang. Aber es wird wohl noch eine Weile dauern, bis er uns ganz verziehen hat, dass wir ihn angelogen haben. Auch wenn du nicht sein leiblicher Vater bist, er liebt dich. Und daran wird er sich auch wieder erinnern. Na los, wer als erstes drüben ist.
bin froh, dass die Polizei Helena nicht gleich da behalten hat. Sie hat sich selbst gestellt. Da geht niemand von Fluchtgefahr aus. Also bleibt sie bis zum Prozess auf freiem Fuß. Du wirst sie doch vor Gericht vertreten. Sie ist unsere Schwester. Wenn sie mich fragt, werde ich sie vertreten. Ich muss wieder rein. Es ist immer wieder eine Freude, dich zu treffen. Dann solltest du vielleicht mal an deiner Zielsicherheit arbeiten. Genau, das mache ich. Wie schade, dass du meiner Einladung ins Spa nicht folgen konntest. Ja, richtig, das Spa. Oh. Ja, du siehst, ich habe Hände voll zu tun. Aber ich dachte, Jessica wird mich würdig vertreten. Du und sie, ihr seid etwa auf dem gleichen Niveau. Ja, ich muss zugeben, anfangs war ich enttäuscht, aber dann... Sie hat wirklich einige verborgene Talente. Ja, genau 2. Und die sind ziemlich öffentlich. Jedes Mal, wenn sie sich hinsetzt, denke ich, sie fallen gleich aus der Bluse. Vielleicht habe ich auch ganz andere Seiten an Jessica entdeckt, die du bisher übersehen hast. So ein entspannter Nachmittag im Spa kann doch Wunder wirken. Mhm. Was ist denn passiert? Sie haben keine Ahnung, was sie sich entgehen lassen. Sagen Sie mal, bezahlt Tanja Sie eigentlich dafür, dass Sie sich jedem Typen an den Hals schmeißen, der Ihnen über den Weg läuft? Schön wär's. Haben Sie mal mein Gehalt gesehen? Und davon muss ich die Miete zahlen. Und diesen Englischkurs. Maniküre, Pediküre. Und als Model muss man natürlich ordentliche Klamotten haben. Ich kann jetzt nicht in irgendwelchen Billigfummeln rumlaufen. Und nach der Sauna sind wir dann noch mal ins Wasser, um uns ja ein bisschen abzukühlen. Danke, Sebastian. Du schaffst es immer wieder, mich zum Lachen zu bringen. Hast du ernsthaft geglaubt, du kannst mich eifersüchtig machen mit Jessica? Du verlierst an Biss. Nein, man muss nur wissen, wann man verloren hat. Und wo du jetzt schon angefangen hast, deine Assistentin vorzuschicken, anstatt selbst zu kommen. Aber Jessica hat wirklich auch alles gegeben, damit ich nicht mehr an dich denken muss. Schön für dich. Wenn du ihre private Nummer haben willst, sag mir Bescheid. Ihr werdet ein tolles Paar. Jedenfalls möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr gekommen seid und dass ihr mich in den letzten Wochen so unterstützt habt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ich Philipp kennenlernen durfte. Er hat mein Leben zu einem Abenteuer gemacht und wir haben sehr viel gelacht. Ja, also ich habe nicht die Bohne gelacht, als ich Philipp kennengelernt habe. Ich fand ihn richtig scheiße. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, ja, wer sich als hochwohlgeborener Prinz beim Autoschrauben mit Öl einsauen kann und damit kein Problem hat, muss ein echt guter Kerl sein. Und wer sich für Nico verändert und ehrlich wird, der hat sie auch verdient. Danke, Andi. Philipp war wirklich ein ganz besonderer Mensch. Ach, Helena, da bist du ja. Nico, ich muss ganz dringend mit dir reden. Ja, natürlich, aber erst musst du uns erzählen, an was du dich erinnerst, wenn du an Philipp denkst. Na, da hat aber eine Kreditkarte geglüht. Naja, Sie können sich's ja auch leisten. Wenn ich so viel Kohle hätte wie Sie, Danke, dass Sie mich an Ihren tiefgreifenden Gedanken teilhaben lassen, Jessica. Übrigens, der Auftrag ist ausgeführt. Sie hätten mal sein Gesicht sehen sollen, als er mich gesehen hat. Also er hat gerade angefangen, mich zu massieren und... Er hat was? Er hat mich massiert. Aha. Aber da dachte er noch, das sind Sie. Schön, dass Sie so einen tollen Nachmittag hatten. Aber Sie wollten doch, dass ich da hingehe. Das glaube ich jetzt nicht. Sie sind eifersüchtig. Auf Sie? Oh, bitte.
Gräfin Lahnstein, da ist dran gar nichts passiert. Ich würde mich doch nie an Ihren Ex-Verlobten ranmachen. Der ist mir viel zu langweilig. Außerdem sind wir beide doch jetzt so. Sie und ich sind keine Freunde. Was machen Sie überhaupt um diese Uhrzeit hier? Ich will eine Liste der Redaktionsschlusszeiten aller Modemagazine. Europaweit und USA. Ich habe doch Feierabend. Hören Sie mal. Wer seine Nachmittage im Wellness Center vertrödelt, muss nachts arbeiten. Die Liste liegt morgen auf meinem Tisch. Ansonsten sind Sie gefeuert, bevor Sie Spa sagen können. Jedenfalls hatte ich die Wette verloren und musste in den See. Im Januar. Und sie hat das eiskalt durchgezogen. Das kann man so sagen. Ich brauchte 3 Stunden in der warmen Badewanne, bis ich wieder aufgewärmt war. Schon vorbei. Los. Ach, dein Flieger zu Susanne. Du bist aber auch wirklich nur noch unterwegs. Ich hab's ernst gemeint. Ich kann es absagen. Das ist wirklich lieb von dir, aber ich bin hier nicht alleine. Ja, Arno, dann grüß mal Lisa und Paul von mir. Ja, das mache ich. Komm, Arno, ich begleite dich. Ich bring dich raus. Nico, denkst du, wir können jetzt reden? Helena, es geht mir wirklich gut. Das ist ein wunderschönes Foto. Philipp war ein echter Glückspilz. Auch Philipp, der meine kleine Schwester so glücklich gemacht hat. Auf Philipp. Auf Philipp. Ich komme nachher bei dir vorbei. Du hast es ihr nicht gesagt. Ich konnte nicht. Nicht vor all den Gästen, die sich gerade an die schönsten Momente mit Philipp erinnern. Das verstehe ich. Es tut mir leid, Papa. Ich musste es tun. Ich musste zur Polizei gehen. Ich weiß doch, meine Kleine. Ich weiß. Dana, ruf mich bitte zurück. Ich will einfach nur wissen, wie es dir geht. Es tut mir leid. Davon wird's nicht besser. Aden. Er hat recht. Ja, er hat recht. Ich habe alles falsch gemacht, was man nur irgendwie falsch machen kann. Ich kann nur versuchen, dazu zu stehen. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Reichlich spät die Einsicht. Hör nicht auf ihn. Du hast gute Reden. Papa, wenn er schon so drauf ist, wie wird Nico erst reagieren? Entschuldige, dass ich hier einfach so aufkreuze. Ich war mir nicht sicher, ob du ans Telefon gehst. Wir müssen reden. Ich kann das so nicht stehen lassen. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Bitte, Julia. Na gut. Du bist meine Schwester. Und auch wenn es nicht leicht ist, wir können es schaffen. Ich meine, wir haben beide Angst. Das ist doch nur normal. Das ist nicht der Punkt. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Es ist völlig okay, dass du dir auch Sorgen machst. Aber ich habe Angst, dass du das nicht mal zugeben konntest. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund, außer du empfindest wirklich mehr für mich. Ich wollte dich einfach nur beruhigen. Mit einer Lüge. Julia, ich kann kämpfen. Um uns und dafür, dass wir eine ganz normale Familie werden. Aber was kann ich tun, um dir deine Angst zu nehmen? Mir immer die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, dass ich stark genug bin für uns beide. Ich werde es dir beweisen, du musst mich nur lassen. Ich muss los. Wir finden eine Lösung. Es gibt keine Lösung. Deshalb musst du die Insel verlassen.
sieht das jetzt eigentlich aus? Bleibst du? Denke schon. Mein Vater hat schon bei deiner Schule angerufen, damit die mich nach den Ferien aufnehmen. Ach, cool. Finde ich auch. Jetzt habe ich noch ein ganzes Schuljahr Zeit, um meinen Vater besser kennenzulernen. Ich hoffe, du wirst dich und deinen Vater besser kennenlernen. Also, vielleicht solltest du erst mal einen Probetag in meiner Klasse machen, damit du weißt, was auf dich zukommt. Ich habe dann nämlich keine Lust, irgendwie der Schuldige zu sein und mir dein Gejammer anzuhören. Oh Mensch, Timo, wäre ich doch lieber in Paris geblieben. Das glaube ich nicht. Sebastian, würdest du meine Verteidigung übernehmen? Natürlich. Es ist einfach so passiert. Ich wollte das nicht. Es tut mir unglaublich leid. Egal. Es ist jetzt nur wichtig, dass wir uns Gedanken über eine Strategie machen. Egal? Was soll das heißen, egal? Ich bin Anwalt. Ich verteidige dich so gut ich kann, egal was du gemacht hast. Und als mein Bruder? Frag mich lieber nicht. In einem muss ich Sebastian recht geben. Wir müssen uns überlegen, wie wir dich am besten verteidigen. Es wäre ja ganz hilfreich, wenn du zugibst, sie manipuliert zu haben. Ich habe deine Schwester nicht manipuliert. Ich habe ihr einen Rat gegeben und dazu stehe ich. Wie großzügig. Auch wenn du es nicht glaubst, ich habe es für die Familie getan. Wenn Nico den Vertrag nicht unterschrieben hätte, wäre die Familie auseinandergebrochen und die Firma ruiniert. Ach, Geschäftsinteressen, Familiensinn, das wird jeden Richter sehr beeindrucken. Habt ihr es bald? Es geht hier um Helena. Gut. Wir ergänzen deine Aussage um Vaters Involvierung. Nur so bekommst du mildernde Umstände. Nein, ich will, dass Papa vor Gericht rausgehalten wird. Das ist... Ich habe die volle Strafe verdient. Toll! Sie bummelt da durch die schicksten Boutiquen der Stadt und mich verdonnert sie zu einer Nachtschicht am PC. Hallo. Sei froh, dass du nicht so eine zickige Chefin hast. Hagen ist bestimmt tausendmal netter. Und besser aussehen tut er auch noch. Hey, alles klar? Und alles nur, weil sie ihr Sexleben nicht gebackt kriegt. Erst schickt sie mich mit ihrem Typen ins Bar und dann kriegt sie einen Eifersuchtsflash. Oh, perfektes Timing. Also Schiss. Verstehe ich ja, dass sie Schiss hat, ne? Hätte ich auch, wenn ich so einen dicken Bauch hätte. Kann ja kaum noch ihr Gleichgewicht halten. Eigentlich soll ich dir den Hintern versohlen. Und dann ist ihr Typ noch mit mir im Bikini im Spa. Willst du mit mir reden? Aber ich kann doch auch nichts dafür, dass alle Typen auf mich stehen, oder? Ihr Wassergräfin Lahnstein. Blass, kein Geschmack und zu viel Luft drin. Könnte einer der Lahnstein-Männer sein. Siehst du, es war doch mal eine ganz gute Idee, rauszukommen. Für die nächsten 10 Jahre habe ich allerdings genug geheult. Ich laufe herum wie eine lebende Leiche. Also Marlene, ich würde dir gerne widersprechen, aber es stimmt. Also ich glaube, auf solche Aufmunterungen kann meine Tochter gut und gern verzichten. Lass gut sein, Mama. Jeder hat seine eigene Methode, mit Tiefschlägen umzugehen. Power-Shopping, um sich hauen, von der Brücke springen. Ihr entschuldigt mich, ich habe noch was zu erledigen. Bin gleich wieder zurück. Sag mal, wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Sebastian, das ist so ein Kindergarten. Weißt du, was wirklich tragisch ist? Wenn nur einer von beiden liebt. Dafür gibt's keine Lösung. Aber Tanja und du, das sieht jeder Blinde, dass ihr euch liebt. Glaubst du? Also lasst ihr endlich was einfallen und zeigt Tanja, dass ihr zusammengehört. Du bist doch ein Mann. Voll Idiot. Ja, das musste mal gesagt werden. Hey. Helena, wer bist du hier? Du hattest nicht noch Zeit? Irgendwann muss ich ja damit anfangen. Ich möchte auch wieder zurück ins Auktionshaus. Oh, bist du sicher?
Also wenn dir das zu früh ist. Nein, nein. Ich denke, Arbeit wird mir gut tun. Ja, vielleicht. Aber ganz bestimmt. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Nico, ich muss Nach dir was... Philipps Unfall. Als er aus dem Koma erwacht ist, da muss ich ihm versprechen, dass ich versuche, ohne ihn glücklich zu werden. Nico. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich will es versuchen. Ja, das ist gut. Aber du wolltest mir was sagen. Ja. Es ist so. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das klang aber ganz anders. Nein, das hat Zeit. Ich muss jetzt sowieso noch etwas erledigen. Da sind Sie ja endlich. Räumen Sie das ganze Zeug da hinten weg. Darf ich Ihnen zunächst das Abendessen servieren, Gräfin? Ach, du bist es. Sag mal, kannst du nicht anklopfen? Frisch von mir zubereitet, inklusive einer Soßenauswahl für den hormongesteuerten Appetit. Ich habe schon gegessen. Und ich habe gelogen. Das mit Jessica, das... Nach 5 Minuten war ich kurz davor, mich im Pool zu ertränken. Was hat dich abgehalten? Du. Ja, weil du mich wahnsinnig machst mit deiner Sturheit. Immer musst du gewinnen, nie kannst du deine Schwäche eingestehen. Schon allein deshalb würde ich nie etwas mit einer anderen Frau, geschweige denn mit Jessica, anfangen. Weil ich dich liebe. Dann tu dich mit Marlene zusammen. Die verwandelt sich auch immer so einen schwülstigen Gefühlsklumpen, sobald sie nur an das Wort Liebe denkt. Du entschuldigst mich. Egal, wie sehr du dich dagegen sträubst. Tanja, wir gehören doch zusammen. Sebastian, ich gehöre zu niemandem. Und schon gar nicht zu einem Verräter. Ich hätte diese Bänder nie benutzt. Sobald mein Vater sich einmischt, geht alles nach hinten los. Helena hat Philipp überfahren und mein Vater hat ihr dazu geraten, das Ganze zu verschweigen. Helena? Ja, aber ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und deshalb habe ich diese Aufnahmen vernichtet. Tanja, ihr beide seid doch meine Familie. Ich verspreche dir, in Zukunft bin ich ehrlich. Ich werde dir beweisen, dass du mir vertrauen kannst. Ein schöner Stein. Den habe ich gestern gefunden. Ich habe vorhin mit Jan gesprochen. Er hat sich eingelebt und ist glücklich hier. Das bin ich auch. Soll ich Timo und Ricardo zwingen, mit mir nach Deutschland zu gehen? Vielleicht muss ja niemand hier wegziehen. Ich weiß, dass ich viel von ihm verlange, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Vielleicht doch. Es geht nicht nur um Jan und mich. Ich muss auch an Timo und Ricardo denken. Ich liebe sie. Weißt du, ich bin endlich glücklich und ich kann nicht riskieren, dass das kaputt geht. Weglaufen ist keine Lösung. Du und Jan, ihr müsst einen gemeinsamen Weg finden. Sonst wirst du dein Leben lang davonlaufen. Oh, du arbeitest noch? Wusste gar nicht, dass der da oben auch Überstunden macht. Was denn? Sorry. Entschuldige, Leonie. Hat sich denn meine neue Schule schon gemeldet? Das mit der Anmeldefrist dürfen wir echt nicht versemmeln. Was war's das mit dem Hierbleiben? Oder ich muss ein Jahr lang mit Emilio Kartoffeln schälen. Können wir morgen darüber sprechen? Ja? Klar, kein Problem. Marie und Claire warten eh noch auf die neuesten Strandnews.
Bei dem Wetter in Paris wollen die alle mit mir tauschen. Perfekt. Gute Nacht. Gute Nacht. Salut, Jean-Luc, grüß dich. Sag mal, hast du meine Nachricht? Ja. Was, du hast schon eine Stelle? Das ging aber schnell. Orléans? Das ist perfekt. Du hast es ihr gesagt. Nein, habe ich nicht. Weil ich eine feige Versagerin bin. Jetzt fange ich schon wieder an zu heulen. Ich wollte es ihr wirklich sagen. Aber Nico war so optimistisch. Ich konnte nicht. Du hast dich bei der Polizei gestellt. Nico wird es so oder so erfahren. Aber sie muss es von mir erfahren. Ich weiß, das klingt albern, aber ich hoffe so sehr, dass wenn ich die richtigen Worte finde, dass... Natürlich, du willst es ihm möglichst schonend beibringen, ich weiß. Ja, fragt sich nur wie. Schreib es auf. Schreib ihr einen Brief. Tristan, bleibst du hier, bis ich fertig bin? Solange du willst. Liebe Nico, diesen Brief habe ich dir schon einmal geschrieben, aber ich habe es nicht geschafft, ihn dir zu geben. Ich wollte es dir so oft sagen in den letzten Monaten, aber ich habe es nie geschafft, es auszusprechen, weil ich weiß, wie sehr du Philipp vermisst. Ihr habt so hart um eure Liebe gekämpft und ich würde alles dafür geben, wenn ich ihn dir zurückbringen könnte. Aber das kann ich nicht. Should know.
Du bist spät dran. Danke für die Einladung. Herrgott, können Sie das Zeug nicht anwärmen? Sebastian, wenn ich einen Hofhund brauche, dann besorge ich mir einen mit Fell. Können Sie denn sagen, was es wird? Ich habe gesagt, du darfst gucken. Von Sprechen war keine Rede. Naja, wenn du nicht wissen willst, werdende Mütter können schon sehr emotional sein, oder? Doch, natürlich will ich wissen, was es wird. Ich muss das Kinderzimmer in New York ja in der richtigen Farbe streichen lassen. Wenn du nach New York gehst. Und ob ich das tue. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Wir bekommen Mädchen. Hier, für dich. Unser Schulschein. Cool, danke. Damit kannst du dich jetzt direkt bei unserem Direx einschleimen, hm? Ich werde mich nicht nur einschleimen, ich werde mich direkt als Spitzel anbieten und Ihnen von deinen dunklen Geheimnissen erzählen. Ach so. Tja, dafür müsstest du natürlich erstmal meine dunklen Geheimnisse kennen. Ich denke mir einfach welche aus. Ja, steht dir ganz gut. Danke. Das ist echt super spannend. Schule auf Mallorca. Wie cool ist das denn? Morgen, ihr beiden. Padre. Hey, Timo. Kann ich ganz kurz mit dir sprechen? Wir wollten gerade los. Timo will mir seine Schule zeigen, damit ich Bescheid weiß, wenn es losgeht. Es wäre wichtig. Ja, dann lasse ich euch beide mal alleine. Wenn du soweit bist, sagst du Bescheid. Danke. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Wiedersehen. Alles gut. Ein Mädchen. Ja, meine Kleine. Kannst du mich hören? Die hat mich getreten. Kluges Mädchen. Sag mal, hast du dir mittlerweile mal ernsthaft Gedanken über einen Namen gemacht? Also ich finde ja Emma. Sie hat's schon wieder gemacht. Also das Temperament hat sie auf jeden Fall von der Mutter. Naja, aber keine Angst. Ich werde deine weiche Seite schon noch rauskitzeln. Habe ich bei deiner Mutter auch geschafft. Ich habe keine weiche Seite. Ich habe dir viel zu verdanken. Ohne dich hätte ich mich mit Philipp nicht mehr versöhnt, bevor ich selbst gehen muss. Es tat gut, ihn an deiner Seite zu sehen. Philipp hat hier bei dir und deiner Familie ein neues Zuhause gefunden. Ohne meine Familie hätte ich das alles nicht durchgestanden. Ich habe deinen Sohn sehr geliebt. Und er dich. Was du auch brauchst. Ich bin immer für dich da. Danke. Du bist eine bewundernswert starke Frau. Du wirst wieder glücklich werden. Wusstest du, dass du debil aussiehst, wenn du so grinst? Ich mag das, wenn du schon am Morgen so sanftmütig bist. Was ist das denn für ein merkwürdiges Menü? Nahrungsaufnahme durch Meditation? Deine Sprüche waren auch schon mal intelligenter. Wie geht es dir denn jetzt? Frag doch gleich, was du wissen willst. Ich habe Nico einen Brief geschrieben. Du hast Nico einen Brief geschrieben? Ist dir der Weg in die Orangerie zu weit, oder?
kannst du dich bitte einmal raushalten? Sag, was ist denn los? Es gibt doch nicht etwa irgendwelche Geheimnisse in der Familie, oder? Komm schon, Ansgar, bist du naiv auf deine alten Tage? Tanja. Natürlich haben sie Geheimnisse vor dir. Und vor Nico. Okay. Was ist hier los? Was gibt's für Geheimnisse und was hat das mit Nico zu tun? Du kannst mich doch nicht einfach so mit nach Orléans schleppen, ohne mich zu fragen. Ich bin doch gerade erst hier angekommen und habe mich eingelebt und Freunde gefunden. Ich weiß, ich hätte diese Entscheidung auch niemals getroffen, wenn sie nicht wirklich wichtig wäre, Leonie. Bitte. Wichtig? Für wen denn? Für mich bestimmt nicht. Mann, ich wollte jetzt zur Schule gehen und mein Abi machen. Das kannst du doch nicht einfach so ohne mich entscheiden. Ich habe ein Jobangebot, was ich nicht ablehnen kann. Ich würde es dir sonst nicht zumuten. Und wann müssen wir da hin? Noch heute Abend. Was? Das soll wohl ein Witz sein. Es tut mir so leid. Du hast Philipp umgefahren? Und ihr habt's alle gewusst? Ja, schönen Dank auch. Moment mal. Familie geht über alles. Waren das nicht deine Worte, als du uns dazu gebracht hast, diesen dämlichen Gremiumsvertrag zu unterschreiben? Ja. Verdammt nochmal, wie kann man so verlogen sein? Du bist natürlich ein selbstloser Heiliger. Also ich habe Nico zumindest nicht vorgemacht, dass ich mit ihr trauere. Ich habe ihr überhaupt nichts vorgemacht. Philipp war mein bester Freund. Ja, natürlich, aber der kommt zu trennen. Philipp gehört zur Familie. Wir trauern um ihn mit Nico. Meine Schwester hat ihren Mann verloren. Schuld daran ist deine Tochter, also wage es nicht, mir mit einer geheuchelten Trauer zu kommen. Ansgar, ich erlaube dir nicht, dass Als du mit deiner miesen Mischpoke hier eingefallen bist, dachte ich noch, ihr werdet nichts weiter als die lästige Verwandtschaft aus der dritten Welt. Aber ich habe mich geirrt. Ihr seid Heuschrecken. Wo ihr hinkommt, verwandelt sich alles in Wüste. Ich hätte euretwegen beinahe die Firma verloren. Und das Schloss. Und jetzt! Ich gehe zu Nico. Nein! Bitte. Ich will Nico selbst sagen, dass ich der Unverfahren bin. Du hast Philipp überfahren?